Hallo Simon, schön, dass du heute bei uns bist und uns zum diesjährigen Welttag des Hörens unterstützt. Du bist ja der zweite gehörlose Fußballprofi Deutschlands. Wie bist du da hingekommen? Erstmal auch hallo, es ist schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin also als Kind schon immer ein Fußballfan gewesen, aufgrund der Verbindung zu meinem Opa, der gehörlos war und mit mir dann jeden Tag auch Fußball gespielt hat. Und da habe ich eine extreme Verbindung zu diesem Sport gefunden, indem ich das auch als Therapie für mich selber gesehen habe. Es gab nur mich, den Ball und nichts anderes. Und seitdem war es einfach mein größter Traum, Fußballprofi zu werden. Du hast ja auch vor einigen Jahren ein Fußballcamp ins Leben gerufen. Erzähl uns doch darüber ein bisschen. Das Camp soll Kindern und Jugendlichen Mut, Selbstvertrauen und Hoffnung mit auf den Weg geben, weil ich einfach wünsche, dass ich nicht der letzte gehörlose Fußballprofi in Deutschland bin und war. Und die Kinder sollen halt einfach auch lernen, aus sich herauszukommen. Deswegen möchte ich auch seit 2 Jahren, dass sie sich auch per Video bei mir bewerben. Nicht, damit ich sie einteilen kann, sondern um sie ein bisschen zu reizen, auch einmal vor die Kamera zu stellen, zu sich selbst zu stehen, ihren Namen zu sagen, zu erklären, wer sie sind, woher sie kommen, was sie machen, um ihnen einfach auch da indirektes Gefühl zu geben, dass sie was Wichtiges sind, dass sie wichtige Menschen sind und dass sie auch durch solche Aktionen auch etwas schaffen können, um eben auch bei so einem Camp teilnehmen zu können. Ja. Was gibst du Kindern mit auf den Weg, wenn sie erfahren, dass sie ein Hörgerät benötigen? In erster Linie, klar, es ist vielleicht ein Schock, aber ich würde einfach den Kindern raten, das positiv herauszuholen, die positiven Seiten, wie man mittlerweile mit Bluetooth-Verbindung, man kann ständig Musik hören, man kann seine Hörgeräte ausschalten, wenn andere Menschen nerven. Es gibt so viele Vorteile, die man hat, die andere gerne haben wollen. Und die muss man einfach in Betracht ziehen und auch rauspicken. Und dann glaube ich, dass es auch viel, viel leichter fällt, dass man dazu steht. Und das ist eben der wichtigste Stichpunkt, dazu stehen. Es ist so, wie es ist und man muss das Beste draus machen. Jeder kann trotzdem was erreichen, jeder hat trotzdem einen Weg vor sich. Man muss ihn gehen und man muss was wollen und dann schafft man es auch. Worauf bist du besonders stolz, Simon? Besonders stolz bin ich auf meine Sprache bzw. auf die Fähigkeit, dass ich so gut sprechen gelernt habe bzw. so gut sprechen kann. Das habe ich meiner Mama zu verdanken, weil die extrem viele Stunden mit mir verbracht hat, um diese Sprache zu erlernen. Und das ist quasi auch mein größter Punkt, worauf ich am meisten stolz bin. Simon, zum Abschluss noch 3 ganz schnelle Fragen und ich bitte dich, spontan zu antworten. Die beste Band der Welt. Die Beatles. Die lautesten oder besten Fans der Liga bzw. der Welt. FC Liverpool in England. Der beste Sound. Highway to Hell. Und dein Lieblingsgeräusch. Meeresrauschen. Vielen Dank, Simon, dass du heute bei uns warst und uns beim Welttag des Hörens am 3. März unterstützt. Ich bedanke mich auch für die Einladung und sehr, sehr gerne. Tschüss.